Moin, mein Name ist Marc, das ist Selbstbarbecue und heute gibt es gefüllte Minutensteaks vom Grill. Und zwar nach Rodos-Art. Ich habe hier griechische Zutaten, das ist schnell und easy gemacht und voll lecker vor allem wieder. Ja, ich hatte in letzter Zeit öfter Griechisch, aber ich hatte schon wieder Bock auf Griechisch. Komisch, ne? Tzatziki habe ich mir als Beilage dazu gemacht, einen Sesamring gibt es noch ein bisschen dazu. Da haben wir schön was zu naschen, so für zwischendurch gefülltes Fleisch, ein bisschen was, ein Dip dazu, herrlich lecker. Ja, und das geht auch voll easy. Ich habe Minutensteaks, die werden wir jetzt so ein bisschen mit einem Meinungsverstärker bearbeiten, damit sie ein bisschen größer werden und dann füllen wir die schon. Die könnt ihr dann schließen mit entweder Garn, Metzgergarn oder mit Zahnstochern. Ich versuche es mit Zahnstochern heute einfach mal. Ja, aber kommt erst mal ran, wir gehen das Ganze mal durch. So, im ersten Schritt werden wir mal die Füllung vorbereiten. Dann sind nämlich die meisten Zutaten vom Brett runter. Das kann nichts mehr passieren bei dem Wind. Deswegen habe ich hier einmal Hirtenkäse, da kommt ein bisschen Oregano zu, ein bisschen Thymian. Da habe ich geriebenen Knoblauch, da kommt ein bisschen Salz zu und ein bisschen Pfeffer. Und ihr merkt, es ist ordentlich windig, deswegen werde ich das schon mal zerdrücken, so dass die Gewürze mir heute nicht mehr wegfliegen. So, das reicht erstmal. Rest, wenn die anderen Zutaten dazu kommen. Und da seid ihr eigentlich recht frei. Ich habe jetzt hier ein paar Oliven, die werde ich hinzugeben. Wer keine Oliven mag, lässt sie weg. Dann habe ich hier ein paar getrocknete Tomaten und ein paar eingelegte Peperonis. Die werde ich jetzt aber grob packen und der Menge hinzugeben. Und dann kommt das einmal hinzu. Einmal alles gut vermengen. Ihr könnt dafür Schafskäse nehmen. Ihr solltet keinen Schmelzkäse nehmen, der so läuft, weil die Fleischröllchen sind hinten und vorne offen, dann würden sie rauslaufen. So. Das ist meine Füllung. So, damit die Minutensteaks schon fein werden, kann man eine Folie nehmen, man kann aber auch eine Tüte nehmen, dann hat man unten auch nicht so viel Müll. Wir wollen die auch gar nicht so fein haben. Das heißt, wir nehmen die jetzt einfach, die kleinen dünnen Dinger, und, ja, ungefähr so, dass sie fast doppelt so groß sind, das reicht vollkommen aus. Dann nimmt der Meinungsverstärker, einen Topf, einen Deckel, einen Hammer, Nudelholz. So, wenn die dann doppelt so groß sind, könnt ihr das schon füllen. Nehmt ihr was von der Füllung, gebt das da schön drauf. Und rollt das Ganze schön zusammen. Wie gesagt, hinten und vorne habt ihr eine Öffnung. Ist halt so, dann nehmt ihr einen Zahnstocher und befestigt das. Und schon habt ihr die erste Rolle fertig. Wenn ihr den Zahnstocher so ein bisschen schräg durchmacht, kommt auch nicht so weit raus. So, vorne und hinten so ein bisschen andrücken, umso besser hält nachher die Füllung. Nochmal so ein bisschen zumachen. Denkt nachher beim Essen dran, Zahnstocher wieder rausnehmen. Ja, das war schon die Vorbereitung. Die Röllchen sind fertig, die kommen jetzt bei mir auf die Plansche. Ihr könnt die auf den Grill machen, dann macht die indirekt. Nicht, dass es tropft, dann gibt es einen Fettbrand, das wollt ihr nicht. Also wie auf der Plansche, in der Pfanne, im Backofen bei 180 Grad, genauso wie indirekt auf dem Grill bei 180 Grad. Oder jetzt einfach auf der Plansche von allen Seiten ein bisschen Röstaromen geben und schon seid ihr fertig. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch eine Glocke drüber machen. Wäre heute sogar sinnvoll, ich eine mit rausgebracht, weil es ist windig. Dann ist es besser, dann ist die Oberfläche nicht so schnell abgekühlt. Aber ich denke mal, die sind so klein, das wird auch so gehen. Also, ein bisschen Öl drauf, erhitzen lassen und los geht's. So eine Plansche 4-mal drehen, dann seid ihr schon durch. Immer mit Röstaromen drehen. Ihr müsst ein bisschen vorsichtig sein natürlich beim Drehen, damit die Füllung nicht rausfällt. Aber ein bisschen Füllung kann man immer verlieren. Hauptsache ist genug Füllung drin und ich denke mal, die habe ich schon gut gefüllt, die werden lecker. Ja, und dann sind wir auch schon soweit. Wir werden das erstmal wenden. Und da sind schon schöne Röstaromen dran. Wie gesagt, vorsichtig wenden. Umso mehr Füllung habt ihr nachher drin. So, und da seht ihr, die kriegen jetzt langsam überall schön Röstaromen. Da sind wir fast durch. Ich habe mir schon mal meinen Sesamring noch mal warm gemacht, damit das schön frisch ist. Und dann ist schon fast Zeit zum Ausfüllen. Immer mal gucken an der Seite, wie ist die Farbe. Wenn ihr noch Rosé drin habt, solltet ihr erst noch warten, bis das Rosé ganz weg ist. Habt ihr eine alte Rasse, kann es natürlich gerne ein bisschen Rosé innen drin sein, aber bei dem Minutensteak, da habe ich keine alte Rasse genommen. Deswegen schön durch, bis alles Rosane weg ist. Und ihr seht, so viel Füllung habe ich gar nicht verloren. Wenn man so ein bisschen aufpasst, dann bleibt das zusammen. Ja, und dann kann ich auffüllen. Sehen die nicht herrlich aus? Mega, ne?
So, dann werden wir mal einen nehmen, den Zahnstocher entfernen. Jetzt sollte das auch ein bisschen halten und liebevoll aufschneiden. Und da sind sie. So sehen die aus von innen. Herrlich gefüllt, richtig lecker. Ja, und da sind meine Minutensticks gefüllt nach Rollhausart. Ein bisschen Tzatziki natürlich, ich werde erstmal ohne probieren, nur mit der Füllung. Liebe Schafskäse, liebe Hirtenkäse, dieser salzige Geschmack ist immer geil. Die Tomaten und die Oliven geben nochmal einen besonderen Kick dazu. Die Peperonis gehen jetzt so ein bisschen unter, aber richtig lecker. Gewürze mega. Tzatziki, ihr habt gesehen, wie schnell es geht. Macht es nach, probiert es aus, dann wisst ihr auch, wie lecker es ist. Für mich, ich gehe jetzt rein, esse jetzt gemütlich. Für euch heißt es wieder ein weiteres griechisches Video, noch ein Video. Abo aktivieren ist kostenlos, Glocke aktivieren, verpasst ihr nichts mehr, alle Rezepte und auch das wieder bei mir im Blog. Mir das nächste Woche, wenn es hier heißt That's Barbecue. Bis dann, ciao.